Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Test. Dieses Mal geht es um Gabelbrücke. Wir haben die Standard-Gabelbrücke mit einer der besten auf dem Markt erhältliche verglichen, und zwar der Xtrig Rox Pro, und unseren Test seht ihr jetzt. Anders wie bei der Standard-Gabelbrücke, welche ja gegossen wird, wird die Xtrig-Gabelbrücke aus Aluminium hergestellt und gefräst. Und die wird dann zusätzlich noch mit einer speziellen Legierung, welche extra für Xtrig hergestellt wird, versehen, was dadurch eine richtig gute Steifigkeit gibt. Und man sieht auch, dass die Gabelbrücke richtig hochwertig ist und auch richtig hochwertig hergestellt wurde. Und dadurch, dass es steifer wird, hast du auch eine bessere Verdrehsicherheit. Das heißt, wenn es euch mal runterhaut oder so, dann ist nicht gleich immer der Lenker krumm oder auch generell dann die Rohre leicht, dass sie schräg stehen. Ja, insgesamt hast du auch durch die gegenüberliegende Klemmung eine deutlich verbessertes Ansprechverhalten und auch Dämpfungsperformance von deiner Gabel, welches auch nochmal dann deutlich, sage ich mal, dein Motorrad aufwertet, weil das Fahrwerk insgesamt besser funktioniert. Neben dem PHDS-System, welches schon einige Jahre auf dem Markt ist, hat Xtrig jetzt auch relativ neu, beziehungsweise es gibt es jetzt auch schon 1-2 Jahre, das Flexfix-System, was wir jetzt hier montiert haben, in Verbindung mit dem Rental 36er Lenker. Wie ihr auch seht, ist der hier vom Durchmesser relativ dick, was auch eine ziemlich gute Steifigkeit gibt. Und du hast hier unten die Möglichkeit, 3 verschiedene Härtegrade einzustellen. Und das wäre dann einmal grün, welches die weiche sind. Dann hast du weiß, das wäre Standard. Und rot wäre hart. Also das heißt, wenn dir das jetzt zu weich wäre und zu schwammig, sage ich jetzt mal als Beschreibung, dann kannst du entweder weiß fahren, was standardmäßig schon drin ist, oder aber halt rot, welches die harte wären. Zusätzlich kommt dann hier, wenn du das Flexfix-System bestellst, nochmal ein paar Böckle mit. Das heißt für große Fahrer, ich bin nicht so groß, ich brauche die nicht, können dann die aber drauf machen. Da haben sie auch nochmal ein paar Schrauben mitgeschickt, sodass das alles relativ gut und einfach zu verschrauben geht. Und auch dementsprechend hochwertig wurde die Materialien hergestellt. Einige von euch fragen sich jetzt bestimmt, was das PHDS ist. Also wie gesagt, das hier ist das Flexfix-System, hat die Elastomere hier unten drin, wo man wechseln kann. Und beim PHDS sind die hier direkt an der Klemmschraube vom Lenker mit drin. Wir tun euch da auch noch mal ein Bild einblenden, dass ihr das seht. Wir haben jetzt leider keins zur Hand, aber einfach noch mal zum Vergleich. Hi Leute, willkommen zurück. Wir haben jetzt einige Stunden auf der Xtrig-Gabelbrücke und auch im Vergleich mit der Standardbrücke absolviert und sind auch einiges gefahren auf hartem Untergrund, Sandboden. Wir waren in Italien nochmal, haben es da auch nochmal alles testet. Immer wieder die 2 Bikes, welche identische Fahrwerke haben, und einfach damit wir den direkten Vergleich haben. Und müssen sagen, insgesamt, dass die Xtrig-Gabelbrücke eine deutliche Performance-Verbesserung ist von eurem Motorrad. Das fängt an, allein schon mit den Klemmungen. Die Gabel funktioniert spürbar besser. Also du merkst es wirklich, wenn du über Welle fährst, dass sich die Gabel irgendwie einfach besser anfühlt von der Performance her. Dann dadurch, dass sie gefräst ist und nicht so wie bei Standard aus Guss, hast du einfach auch mehr Stabilität insgesamt, was somit auch wieder besseres Einlenken gibt, und auch manchmal triffst du die ganze Spuren alle ein bisschen präziser, wie bei der, wo es sich dann manchmal ein bisschen schwammiger anfühlt beim Standardmotorrad bzw. Standard-Gabelbrücke. Unser Flexfix-System, die Lenkeraufnahme, hat auch richtig gut funktioniert. Du hast ja da die 3 Härtegrade. Rot ist hart, Medium ist also weiß und das, was standardmäßig drin ist. Und dann haben wir noch grün, das, was wir jetzt immer gefahren sind, das wäre das weicheste.
Hat für uns am besten funktioniert in Verbindung mit dem Lenker, der mit 36 mm ja doch einen recht großen Durchmesser hat und somit schon relativ steif ist. Aber so hat es für uns am besten funktioniert und hat sich auch richtig gut angefühlt insgesamt beim Fahren. So, also es war auf Hartboden und auch in Sandboden war es richtig gut. Dann, ja, mir wollte noch ein bisschen auf Frage eingehen von euch. Wir haben auf Instagram mal gefragt, was euch denn so interessiert bezüglich der X-Rig Gabelbrücke. Und da will ich jetzt mal auch drauf eingehen. Fangen wir gerade mal mit der Lieferzeit an, wie es bei X-Rig aussieht. Also bei MXC bekommt ihr alles in Stock soweit. Ob es die Pro Gabelbrücke ist, bei der man den Versatz verstellen kann, wo ich auch jetzt noch mal drauf eingehen kann, weil da kam auch noch eine Frage von euch, ob der verstellbare Versatz überhaupt was bringt. Wir haben es auch getestet. Wir sind 22 gefahren Versatz, 22 mm, was Standard ist bei der Yamaha, was die jetzt hat. Und haben dann den hier noch mal geändert bei ihr auf die 20, wo du die Möglichkeit hast. Mit 20 mm wird sie insgesamt spurstabiler, das Motorrad. Also ein kleinerer Versatz wird sie stabiler komplett, weil du dadurch den Nachlauf änderst, die ganzen Begriffe und so weiter. Das schreibt man euch auch noch mal in die Beschreibung rein, was bedeutet und vor allem was auch was macht. Wir sind mit dem 20er Versatz auch gefahren und du merkst noch mal, dass er auf der Gerade noch ein Tick besser war sogar, wie mit dem 22er Versatz, aber du hast in der Kurve, musst du viel mehr drücken mit den Beinen, dass sie in die Kurve reingeht. Also das Handling, du merkst auch, das Handling schlechter wurde dadurch. Ich persönlich würde jetzt auf unsere Strecke, beziehungsweise ja, da wo ich halt immer fahre, so wie in Leutertshausen hier, wo wir gerade sind, der Standardversatz drin lassen, weil sich das insgesamt besser anfühlt und du in der Kurve nicht so viel Nachdruck geben musst. Aber wenn du jetzt Sandstrecke hast oder sowas, irgendwie Grevenbroich oder ja, Lommel, sowas fährst, oder auch Italien sogar, das funktioniert eigentlich dann auch. Wenn du Sandboden hast, dann würde ich eventuell sogar den 20er Versatz fahren. Ist bei der auch recht schnell gewechselt. Steht auch alles in der Bedienungsanleitung, was man machen muss mit Drehmoment und so weiter. Das hat X-Rig auch richtig gut gemacht und ja, da kann eigentlich jeder das auch nach der Anleitung dann umbauen. Das wäre auch kein Problem. Dann haben wir hier noch eine Frage mit, ob sich die Gabel nicht mehr so leicht verdreht, wenn man stürzt. Ja, auch das haben wir austestet. Zwar nur leichte Rutscher in der Kurve und so, wie es halt so vorkommt. Aber wo man bei ihr dann doch eher merkt, dass es schon irgendwas sich verspannt hat oder dann muss man auch wieder die Brücke lösen und dann wieder festziehen. Das haben wir jetzt bei der nicht gehabt, also gar nicht. Wir haben sie zwar trotzdem losgemacht, aber du hast auch gemerkt, dass sie nicht verspannt war. Also es kommt halt auch insgesamt, wie ich schon gesagt habe, einfach davon, weil sie insgesamt viel stabiler ist und halt auch aus komplettem Aluminium gefräst ist und nicht so wie aus Guss wie die Standard-Gabelbrücke. Die nächste Frage war, ob die Gabel spürbar leichter läuft. Das, wie gesagt vorher, ja, tut sie auf jeden Fall. Also du merkst es auch echt extrem, wenn du von der absteigst auf die. Die haben identische Fahrwerke drin, die zwei Motorräder. Und du merkst, dass die Gabel mit der X-Rig Gabelbrücke deutlich besser läuft und auch sogar einen Tick besser anspricht. Dann war noch eine Frage, die Kosten. Ja, was kostet die Gabelbrücke? Also die X-Rig Rox Gabelbrücke geht los ab 450 €. Also sind alles nur circa Preise. Das PHDS kostet um die 170 €. Das ist ein bisschen teurer jetzt wie das Flexfix-System, was wir fahren. Das kostet 120 €. Also fängt ab da an. Preise können natürlich variieren, aber so, dass ihr einfach mal einen groben Richtwert habt. Wir können euch auch unten noch mal in der Beschreibung die Links von MXC reinstellen, dann könnt ihr das da auch noch mal nachschauen. Ja. Im Großen und Ganzen unser Fazit, muss man sagen, also wenn ihr euer Motorrad nicht nur verschönern wollt, weil die Gabelbrücke sieht natürlich auch deutlich besser aus und ist auch richtig hochwertig. Wenn ihr quasi nicht nur was für die Optik machen wollt, sondern auch performance-technisch euch nochmal deutlich verbessern wollt,
dann kann ich euch nur empfehlen, die X-Trig Rox Gabelbrücke zu kaufen, insbesondere weil sie halt die Gabel nochmal verbessert, deutlich verbessert. Und wie wir ja alle wissen, ist Fahrwerks A und O beim Motocross, auch noch mehr wie Motorleistung. Und von dem her könnt ihr da echt eine gute Investition tätigen und habt auf jeden Fall nochmal deutlich verbesserte Performance. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und schreibt uns gerne auf Instagram, wenn ihr nochmal irgendwelche Fragen habt oder so. Kein Thema. Wir werden immer mal wieder jetzt ein paar Videos bzw. Fragen vorher stellen zu den Videos und dann könnt ihr das auch oder können wir das dann beantworten im Video. Bis denn.